So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Chernobylite. Ich habe beim letzten Mal vergessen, schlafen zu gehen, glaube ich. Oder? Ich glaube ja. Oder? Nee, habe ich nicht. Wir können direkt weitermachen, das ist perfekt. Die Fährte. Zeug für echte Männer. Lebensmittelabwurf. Olga bat mich, die NAR-Labore am Leninplatz zu überprüfen. Das ist für sie persönlich wichtig. Okay, dann machen wir das. Zack. So. Lebensmittelabwurf. Das macht Olivier. Der kann auch mal wieder was tun. Vorratsabwurf. Das macht... Ja, die ist ein bisschen angeschlagen. Er ist verstört. Macht Michael. So. In der Basis bleiben Saschko. Nein, verdammt. Jetzt haben wir das Problem wieder. Ah, ich... So, pass auf. Ja, genau. So wollte ich das haben. Gut. Dann legen wir los. Und gucken, was passiert. Ich bin gespannt. Das ist It jetzt... seems that Olga's mother was onto something. Something that got her killed. Could it be the key to finding out about the NAR's plans? Just be very careful, my love. I feel you getting closer to the heart of evil. Soon you may reach a point of no return. Oh, oh. Nee, das scheint von der Olga die Questline zu sein. Da wollen wir doch mal gucken, ob wir da ein bisschen helfen können. Sie hat uns ja auch schon geholfen. Also müssen wir uns auch revanchieren. Und das werden wir jetzt auch versuchen. Sobald der Ladebildschirm hier vorbei ist. Ich glaube, in der Ecke waren wir auch noch nicht. Könnte gefährlich werden. So, wir holen aber erstmal unseren Scanner raus. For the lab, Igor. Should be in the middle of NAR's camp. See if you can slip in unnoticed. Don't get in any fight unless you have to. Sure thing, Mum. And don't worry. Okay. I've got my sweater. You've got some issues, don't you? Okay. Da müssen wir Now's rein. not the time to get distracted. Locate the lab and try to reach it without drawing attention. You don't want to fight all these guys at once. Alles klar. Wir werden hier auf jeden Fall speichern. Für den Fall, dass was schief geht. Weil das könnte echt brenzlig werden. Aber guck mal, hier liegen jede Menge Kräuter. Das ist cool. So, jetzt ist die Frage. Gehen wir hier über die Treppe rein? Wir können es mal probieren. Oh, da geht schon los. Keine gute Idee. Gehen wir hier unten lang erstmal. Vielleicht von der anderen Seite. Guck mal, da ist ein abgestürzter Heli. Da ist bestimmt Loot. Gehen wir mal kurz rüber. Oh, Knister, Knister. Eieieiei. Oh. Nicht gut. Dann gehen wir mal hier lang. Immer schön im Dunkeln bleiben. Oh, da sind Pilze.
Die muss ich haben. Pilze immer gut. So. Wir werden hier nochmal speichern. Zack. So. Dann wollen wir mal gucken. Kann man hier vielleicht rein? Jo, da ist eine Tür. Holy shit. Ich habe Angst. Ach du Heiliger, guckt euch das mal an. Die haben die Viecher da gefangen. Oder? Sind die gefangen? Ich weiß es nicht. Ah, sieht so aus. Da läuft ein Soldat. Ich kann mal versuchen, den da wegzuholen. Vielleicht klappt das ja. Jo, perfekt. Dann kann ich mich wenigstens mal hier ein bisschen in Ruhe umgucken. Chemikalien. Antistrahlungsmedizin, ja. Revolvermuni, Gewehrmuni und Mechanikteile. Nice. So, aber ich glaube, wir müssen noch eine Etage höher, ne? Kann das sein? Ich glaube ja. Jetzt ist nur die Frage, wie wir hier nach oben kommen. Alter, ist das gruselig. Aber ich sehe da eine Treppe. Hier liegt noch was rum. So. Uiuiuiuiuiui. Kommen wir nicht rein, schade. Prepare 50 mils of ferric chloride and 100 mils of chlordiazepoxide. I know that voice. Where have I heard it before? Right, who are you? Oh. What are you doing in here? That man on the phone. Who was it? You're Kiminyuk. Dear God, please don't hurt me. I asked you a goddamn question. My boss, you mean? I don't know his real identity. Almost nobody does, I swear. Do you really want to play it this way? I can see you're scared, and rightfully so. But it seems you're deliberately trying my patience. No, not at all, sir. Please, I can't tell you what I don't know. But I can tell you other things. Just ask. Just don't kill me. I can be useful. You'll see. Okay. Anya, my patience is wearing thin. Where are those damned chemicals? Abnehmen. Answer him. But casually. Relax. Yes, I'm sorry. I'll send them right away. Apologies for the delay. Spare me the excuses and move. I need that chlordiazepoxide and I need it now. You two, continue without me. Oh, for your sakes, you don't screw this up. It would be best if you forgot I was ever here. Of course. I won't tell a soul. Okay. Das ist jetzt aber dumm. Ich hätte den entweder mitgenommen oder zum Schweigen gebracht. Der wird uns garantiert verraten. Okay, ich muss wieder nach unten. Aber ich will da vorne mal eben hin. Mal eben gucken, was der Typ da macht. Oh, oh, nicht gut. Oh, das war knapp. Okay, speichern. Speichern.
So, was haben wir hier? Komme ich da ran? Oh yeah. Perfekt. So eine Kiste habe ich auch nur ganz selten bekommen. Bis jetzt. So. Gehen wir hier runter. Lalalala. So. Ah, und jetzt müssen wir hier auf den Hedi-Platz wahrscheinlich rauf. So wie das aussieht. Aber hier gibt es auf jeden Fall was zu entdecken. Das ist schon mal geil. So, nochmal speichern. Zack. Und hoch da. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Glück haben, dass hier keine Gegner sind. Da können wir uns in Ruhe umgucken. Look at the tissue structure. This used to be a liver, if you can believe it. We need to collect samples. The brain is hyperactive. Look at the chart. But it still doesn't respond. Vanya? Finally. Who the hell are you? What did you do with Vanya? Stay very still if you want to live. Please don't hurt us. We're scientists. Yeah, so was Dr. Mengele. Are you performing a vivisection without anesthesia? Administering shots of typhus? What are you doing exactly? I really want to know. No, nothing like that. We're not beasts. We treat our patients as humanely as possible. But you have to understand that... Scientific advancement requires sacrifice. Other people's sacrifice. Gruselig. You sound sinister. But yes, everything we do is for the greater good. How does it work? Are you shooting these poor souls up full of Chernobylite? I can't talk about that. The NDA we signed is very strict. The penalties... Did you just say NDA? Are you for real? Stop being a corporate stooge and start thinking about your own life. Sure, you're right, of course. We started out giving them shots, but that was just the first stage. We're way past that du Heiliger. Uh-huh. It was, you see. The fatality rate was... it didn't bring the desired results. We've moved from administering nano solutions to directly editing human genomes to enhance them with Chernobylite. We've developed our own Chernobylite CRISPR. Your patients or subjects, whatever you call them, especially the locals, what happened to them? Which ones? There were many patients here. Some of them didn't make it past the final phase. The others, we don't know. Okay. Let him dodge the question. Make him talk. Look, please, can we all try to stay calm? Let us explain. Modifying genomes is only the first step. Next, we induce a state of superconsciousness in the subject's gamma brainwaves. It's basic neurology. The sympathetic nervous system begins to release enormous amounts of energy straight to the brain via the thalamic gate at the brainstem. When the thalamic gate opens, the energy flows to the pineal gland and... well, there you go. I don't like to use this term, but it opens a third eye. A third eye? Right. Then what? Enhanced by Chernobylite, the pineal gland can do incredible things. Release all kinds of energy, and even influence physical objects, as in telekinesis. You're torturing people so they can bend spoons with their mind? God, what kind of quacks are you? This is all following the scientific method, believe me. These are closely monitored, replicable experiments. Anyway, when the subject is ready for the final stage, we put them in an induced coma. Contrary to what you might think, it's for their own good. Explain, and fast. What is this final stage? Our boss calls it communion. It's when the subject's gamma brainwaves interact with Chernobylite's mental waves, or, well, to tell you the truth, we don't know exactly what it is. Chernobylite is like a virus, in a way. It's not exactly inorganic matter, but neither is it a living organism. It's something in between. And it produces a type of brainwave, even though it clearly has no structured organic tissue. Klingt abgefahren, ja, auf jeden Fall. What's the purpose of this communion? This is where it gets really interesting. You know that Chernobylite can be used to create wormholes, right? You've been doing it yourself. But these wormholes are special. Haven't you noticed?
They're not a purely physical phenomenon. I don't understand. What else could they be? We know what singularities and the tunnels should look like. We know what they are in theory. But has anyone actually been inside one before? Bullshit. I've studied Chernobylite too. The exotic energy it contains is powerful enough to create quasi-black holes and passages between them. We thought so too, at first. But think about this. What if there was an organism, or a virus, an entity powerful enough to create its own singularities? No biological organism could encapsulate that kind of energy, or survive if it did. A living entity would be torn to shreds. But Chernobylite is not a normal biological organism, is it? We have no idea what it is. Just try and consider the possibility that the wormholes you're walking into are not something created outside of Chernobylite. They are Chernobylite. You're traveling through the veins and corridors of its multidimensional body. But what does that have to do with this communion thing? Isn't it obvious? We're trying to communicate with Chernobylite, or somehow influence it through the mental energy of our subjects. But getting inside this thing's mind, or whatever it is, must be a truly disturbing experience. You're fucking insane, both of you. You need to stay away from the morphine cabinet for a while. I've heard enough. Okay, das ist wirklich abgefahren. Frag nach der Leiche. Who's your patient here? I'm not sure, but she must have been carefully selected. Selected? How? Did she volunteer? Or was she maybe run down and captured by soldiers in the woods? Talk! I'm not familiar with the selection process. Our boss would know. But we know very little about him. What's your boss in charge of exactly? The entire biotech division, pretty much everything Chernobylite related, but mainly the impact on human physical and psychological functions. Okay, frag nach CRISPR. Clustered, regularly interspaced, short palindromic repeats. How does this work with Chernobylite? It's similar to a standard gene editing tool. We take specialized protein from a certain bacteria, modify it with Chernobylite, and then target the exact genes we want to modify. Wait, I know more about physics than genetics, but CRISPR is usually done on embryos, right? And it takes time, sometimes even years, for mutations to show. Our boss developed his own methods. The process is applied directly in the subject's body. The speed of the mutations has increased exponentially. It no longer takes years, but weeks, sometimes mere days. Marvelous, isn't it? Nein, ist es nicht. Frag nach konkreten Daten und beende die Befragung. Enough. All I've got from you so far is a bunch of gibberish. I want to see the actual research. Where do you keep your data? All the research data? Check the database in this computer. Everything can be accessed from here. It's password protected, isn't it? Promise not to kill us and we'll tell you. Don't worry. I don't give a shit about you. Password. 23#98S $. Okay. Da haben wir das Passwort. Und jetzt war das Falsche und jetzt wird hier gleich alles abgeregelt. Pass mal auf. Listen to me very carefully, Igor. This research, this data, it's too dangerous to exist. My people died because of it. Delete everything. It won't bring my mother back, but at least no one will profit from her death and the deaths of others. Lade die Daten runter, lösch die Daten. Ja, wir löschen die, komm. Good call. Oh, I knew you'd see reason. Trophy! Eine riesige Schildkröte. Quest abgeschlossen. Na, dann ist Olga zufrieden. Gut. Neuer Level. Oh, der lebt noch. Ach du Heiliger. Ich würde mich ja gern noch ein bisschen umgucken.
Gehen wir mal hier rüber. Da, guck mal hier. Da ist das Zeug überall gelagert. Aber mitnehmen kann ich das nicht. Ist ein bisschen komisch. Weil manchmal finde ich ja auch was. Aber guck mal, hier ist noch was. Hinweis. Okay. Siehst du, haben wir den auch? Da hinten ist was. Aber das ist, glaube ich, draußen, oder? Ja. Ist draußen, gut. Okay, okay. Ah, der Sound ist heftig. Waren wir hier schon drin? Ja, hier waren wir schon. Chemikalien. Rucksack können wir nicht mitnehmen. Schade. Elektrik. Auch immer gut. Oh, da, hinten ist jemand. Müssen in Deckung gehen. Da müssen wir uns auch bald aus dem Staub machen, glaube ich. Oh, was haben wir hier? Mechanikteile. Elektrikteile. Gut. Gehen wir nochmal hier hoch. Da hinten liegt auch noch was. Hier vielleicht auch? Nee. Okay, nehmen wir das noch mit hier. Das sind zwar auch nur Chemikalien, aber haben es besser gebrauchen. Oh, guck mal, und da hinten ist noch ein Fragezeichen. So. Ah, ich muss in Deckung bleiben. Ich will nicht entdeckt werden von den Soldaten. Guck mal, da ist nämlich auch schon wieder einer. Bleib stehen! Yes. Glück gehabt. Okay, Tasche ist voll. Haben wir alles voll gemacht. Hier vorne liegt auch was. Oh, ist das übel, ey. Mechanikteile. Ah, jetzt sind wir hier wieder. Noch ein Hinweis, guck mal. Den habe ich eben gar nicht gesehen. Jekaterina Lebedeva. Das ist wahrscheinlich die Frau, die da auf dem Tisch lag. Oh, Elektrik. Ja. Ja, das ist schon abgefahren, was die hier machen. So, aber ich glaube, wir haben alles. Würde ich sagen, hauen wir ab. Oder? Ja, komm. Sieht gut aus. Scanner packen wir wieder ein. Holen jetzt unseren Portalgenerator raus. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Hause. Zack.
So, dann wollen wir mal gucken, was die anderen so geschafft haben. Vielleicht haben wir Glück gehabt und haben ein paar Lebensmittel ergattert. Das wäre toll. Können wir uns heute vielleicht mal eine ganze Stulle leisten. Ich bin gespannt. Und dann müssen wir mal gucken. Oh. I'm sorry, Olga. Nobody deserves to die so horribly. I was hoping for some good news, but perhaps I was foolish. My mother, these people, they were all just used, processed. How could anyone do something like this? Anyway, did you find anything of value? Not sure yet. Bizarre theories about Chernobylite, mostly. I don't know if I want to get into the details yet. Try me. I'm not a bookworm like you, but I'm not stupid either. Well, NAR seems to think Chernobylite is like a giant turtle that carries our universe on its back. They figure they can tame it and ride it wherever they want. Like a pet. A turtle. Just a metaphor, but the scientific theory behind it is no less insane. Right. Thanks for trying, I guess. Okay. Mission erfolgreich. Olivier, auch erfolgreich. Sauber, gibt Futter. Olga, auch erfolgreich. Sehr schön. Saschko ist in der Basis geblieben. Oh, und Michael hat auch was zu futtern gekriegt. Das ist ja mal cool. Ja, Freunde, dann gibt es heute für jeden eine ganze Stulle. Zack, annehmen. Ah, guck mal, die Strahlungssicherheitsstufe der Basis ist zu niedrig, was die Gesundheit und Psyche deines Gefährten ein wenig schwächt. Ach so. Das wusste ich gar nicht. Strahlungssicherheit. Und müssen wir uns merken, dass wir da dann was bauen. Dann gucken wir doch mal. Ich weiß nur leider nicht mehr, unter welcher Option das war. Verbesserung von Ausrüstung. Ah, hier Strahlenschutz. Sehr gut. Schlafstelle, Energieversorgung, Luftqualität, Strahlungssicherheit. Yo, Alter, was ist denn das für ein Kavenzmann? Keine Ahnung, wo ich den hinstellen soll. Am besten hier unten, oder? Da ist er nicht im Weg. So. Tada! Was ist das? Strahlungssammler. Dieses Gerät absorbiert verstrahlte Partikel und senkt die Strahlungsbelastung, damit du angstfrei atmen kannst. Kostet mich 8 Pilze und 6 Kräuter. So. Zack. Alles für meine Gefährten. Nur das Beste. Guck mal, schon wieder ein Fertigkeitspunkt. Das hat denen wohl gefallen. Dann können wir beim nächsten Mal wieder trainieren gehen. Das ist doch voll toll. So, Aufbewahrung. Wie sieht das hier aus? Jo. Ziemlich voll. Was macht er hier? When I agreed to partner with you, I was hoping for more than this. You should think long and hard about your next steps, Igor. Ja, ja. Entspann dich mal. Ich tue mein Bestes. Werkstation. Guck mal, ich könnte ein Medikit machen. Antistrahlungsmedizin. Ah, nee. Erstmal nicht. Aktuell sind ja alle gesund. Gut, guck mal hier nochmal. Irgendwas fertig? Ja, ja. Kräuter. Pilze. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, hauen wir uns aufs Ohr. Und starten einen neuen Tag. Ja. Bist du sicher, dass du den Tag beenden und schlafen gehen willst? Yes. Möchte ich. Bumm. Na, kommt jetzt wieder eine Zwischensequenz oder war es das mit dem Tag? Okay, Tag 20. Der Schutzraum am Morgen. Sehr schön.
Gut, meine lieben Freunde, wir haben wieder eine Quest beendet. Wir haben Ressourcen gesammelt, wir haben was Neues gebaut. Olga ist zufrieden, ich bin zufrieden. Und wenn ihr auch zufrieden seid, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns auch schon bald wieder mit einer neuen Folge. Also, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.